Herr Wächter, Sie erlebten im Jahre 2004 bei der Abdankung Ihres Vaters einen eindrücklichen Nahtodkontakt. Wie kam das? Mein Vater hatte einen Unfall. Er war im Garten gefallen und, das mit im Alter von 90 Jahren. Und, ja, wie es so ganz typisch ist, es war dann ein Oberschenkelhalsbruch und, am nächsten Tag war schon gleich die Operation und, ich habe ihn dann besucht und, die Ärzte sagten: „Ja, alles wunderbar, funktioniert, die OP ist glatt gelaufen, dem Vater geht's gut.“ Ich war dann bei ihm und es ging ihm wirklich gut. Er stand schon vor seinem Bett, sagte: „Ja, es tut weh, aber es geht. Man kann wieder laufen.“ Wo man eigentlich sagen kann: „Gut, dummer Unfall, aber alles klar.“ Und, bin dann etwas länger bei meinem Vater geblieben und er sagte dann: „Ja, nur, so schlimm ist das eigentlich, dass ich immer die ganzen alten Geschichten wieder sehe.“ Ich sage: „Was für alte Geschichten?“ Ja, aus dem Krieg damals noch, alles, was ich da an schlimmen Dingen erlebt habe, das taucht bei mir wieder auf. Und ich habe den ganzen Tag diese Bilder im Kopf und kriege sie nicht raus. Ich muss sagen, ich war damals noch, wenig erfahren in spirituellen Dingen. Ich wusste nichts von einem, ja, dass man noch mal sein Leben sieht, bevor man irgendwann stirbt. Ich war da völlig unwissend und, habe das dann auch so abgetan. Ich sage: „Hör mal, das ist so lange her. Du hast grad was Schlimmes erlebt und hast jetzt gerade deine OP, aber es geht alles gut und mach dir doch keine Gedanken darüber.“ Na gut, und beim nächsten Besuch sprach mich dann sogar ein Zimmernachbar an: „Ah, Ihr Vater, was ist denn mit dem los? Er ist immer nur am Weinen. Er ist den ganzen Tag am Weinen und, gibt überhaupt keinen Grund dafür.“ Gut, das habe ich dann auch nur gut mit ihm zugeredet, habe aber nichts weiter dann auch mir dabei gedacht und, sein einziger Wunsch war immer nur eigentlich: „Ich will nach Hause. Ich will nach Hause.“ Das geht natürlich nicht sofort. Das muss erst mal heilen alles, so 'ne Wunde. Dann kommt eine Reha hinterher, wo man auch versucht, wieder, ja, die Laufbewegungen so zu koordinieren, dass wieder alles funktioniert. Er kam dann nach Bad Oeynhausen und, auch da, wenn ich ihn besuchte, diese ganze Unfallgeschehnisse, diese ganzen Schmerzen, die damit verbunden waren, die interessierten ihn eigentlich gar nicht, sondern seine Sorgen war: „Ich habe immer diese Gedanken an früher, an die schrecklichen Ereignisse und ich will nach Hause.“ Und, normalerweise bleibt man in so 'ner Reha 3 Wochen, dann wollen die Ärzte gerne noch mal verlängern auf 4 Wochen und er hat nach 2 Wochen, also, alle Hebel in Bewegung gesetzt: „Schluss jetzt hier, ich, fahre.“ Ist dann auf eigene Verantwortung, entlassen worden, ist dann nach Hause. Meine Schwester hat ihn abgeholt und, hatte dann einen Tag, wo er wirklich, so was von zufrieden war und er war wieder zu Hause. Juhu, alles in Ordnung. Und, hat noch Leute eingeladen, Bekannte eingeladen und dann war abends so 'n bisschen 'ne kleine Party noch und, er ist dann ins Bett gegangen und ist dann, ähm, ja, ich sage mal, eingeschlafen in seinem Bett. Und das war schon so merkwürdig, weil ich dachte: „Mensch, das klingt fast so, als wenn er wusste, was los ist und wusste, was passiert.“ Und, heute würde ich einfach sagen, da ging sein Lebensfilm schon mal ab, aber er hat es irgendwie aufgehalten, dass dieses Ereignis kam. Das war jetzt aber nicht das Entscheidende, was für mich so dann 'n Ereignis war, sondern es kam dann die Beerdigung und, er ist, dann, bestattet auf dem Friedhof in Tecklenburg. Das ist 'n kleiner Ort im Teutoburger Wald. Und, man hat dann 'ne kleine Kapelle und die Rede und was so üblicherweise passiert und man geht dann zum Grab hin und der Sarg wird dann in dieses Grab gelassen und alle Leute stehen um das Grab herum und schauen und gut und so war es dann auch hier und, ich schaue mich so um, wer denn da alles so ist und, auf einmal sehe ich ihn unter den Gästen stehen, so wie ich ihn immer gekannt habe, in seiner besten Kleidung, ähm, schaute genau wie die anderen Personen auf seine Beerdigung. Und ich habe dann nur gedacht: „Wieso sehen die ihn alle nicht?“
Also für mich war jetzt nicht erstaunlich, da ist er, sondern bei mir kam dieser innerlich nur durch: „Wieso sehen die ihn alle nicht?“ Und, ich kann es heute nicht mehr einschätzen, wie lange das war, aber mehrere Sekunden, denke ich mal. Und, was mir dann nur so in den Sinn kam, was mir als Erstes auffiel, war eine Zufriedenheit im Gesicht, eine vor Glück strahlende Zufriedenheit, so als wenn man, ja, 'ne Feier macht und freut sich, dass so viele Leute gekommen sind. So ungefähr, sah er aus und na ja, und dann lenkte mich irgendetwas ab und dann war's auch weg. Dann sah ich nichts wieder. Ähm, Ich war mir damals dann nicht sicher, was war das jetzt eigentlich? War das irgendwas vielleicht einfach nur in meinem Gehirn, dass da etwas stattfindet, so als na ja, um die Menschen in Trost zu kriegen, dass man solche Sachen irgendwie durch Prozesse im Gehirn steuert, um die Trauer runterzusenken. Deswegen habe ich da gar nicht viel mit Menschen drüber geredet. Ich hatte meinen Sohn gefragt, der war damals aber erst noch 5. „Hast du irgendwas Besonderes gesehen?“ „Ne, er hat aber nichts so weit gesehen.“ Und, ich war dann gar nicht in der Lage, irgendwie dann, mit den anderen Menschen weiterzugehen in die Gaststätte da zum Trauermahl. Ich habe mich dann einfach auf eine Bank gesetzt und habe mal 'ne halbe Stunde auf dieses Grab geschaut, weil ich gar nicht gewusst habe, was ist hier grade passiert? War das nur in meinem Kopf? War das irgendein Unsinn, den ich mir selber zurechtgebrabbelt habe, oder war da irgendein Kontakt? Ähm, aber wie gesagt, ich war damals noch wirklich sehr unwissend in diesem ganzen Themenblock. Ähm, Das Zweite, was dann an gleicher Stelle praktisch passierte, auch wieder auf dem Friedhof in Tecklenburg, war dann der Tod meiner Mutter. Ähm, Da war auch die übliche Abfolge wieder. Man saß in der Kapelle dort drin und, jemand hielt vorne eine Rede, erinnerte an sie. Und, ich weiß an dieser Kapelle, da war links stand dann der Sarg vor einer Wand, die so mit so Holzdekor, geschmückt war. Und, ja, ich saß dann da auch, hörte mir das an, guckte und hatte dann plötzlich so einen Eindruck, schau nach links zu dieser Holzwand. Und das waren dann irgendwie 2 Lichtkugeln, die mir plötzlich dort erschienen, die ja wie so kleine, so kugelige, Energiebündel, die, an der Wand entlang schwirrten und praktisch ja auch wie so 'n Tanz um sich herum agierten. Wie so Wirbel, die um sich herum spielen ähm, und da kam mir ganz tief dieses, ich nenne es mal in Anführungsstrich Wissen, das sind mein Vater und meine Mutter, die da beide gerade irgendwie zusammen wieder sind. Sie sind fröhlich, wie so ein Freudentanz. Wir sind wieder zusammen. Uns geht's gut, klasse. Und wo ich dann auch nur dachte: „Was ist das jetzt wieder?“ Auch so merkwürdig und, ich konnte faktisch in diesen Kugeln auch ihre Gesichter sehen, sodass für mich die Situation eigentlich, vom Kopf wieder klar war. Da ist etwas, was gerade passiert, aber mir war nicht klar, passiert das nur in meinem Kopf, vielleicht wieder so ein Trostversuch des Gehirns, oder ist da irgendwie ein Blick in eine andere Welt gerade kurz gewesen? Das waren also 2 Ereignisse, die, mich auf jeden Fall erst mal, ja, wachgerüttelt haben: „Beschäftige dich doch mal mit dieser Thematik. Was ist da überhaupt passiert?“ Und das war mir also lange Zeit dann unklar, bis ich da überhaupt erst mal tiefer mit, klarkam. Haben Sie früher schon solche besonderen Beobachtungen gemacht oder war das erste Mal, als Sie da einen Nahtodkontakt sahen? Also, das war diese beiden Ereignisse waren das erste Mal. Ich muss sagen, ich war eigentlich immer jemand, der ja in den Naturwissenschaften groß geworden ist, der immer nur gesagt hat, es ist das wahr, was man beweisen kann, was man rekapitulieren kann, Mathematik, Physik wirklich, erklären, ausrechnen kann. Alles andere gibt es nicht. Das war meine feste Überzeugung. Und diese Überzeugung ist einfach durch diese Ereignisse immer weiter ins Wanken geraten, sodass ich, da heute völlig von ab bin.
Sie hatten später noch einen weiteren Nachtortkontakt im Jahre 2020. Ja, das war dann das Ereignis, was mich also wirklich dann total, überzeugt hat, dass es mehr gibt auf dieser Welt. Es war in dieser Zeit, ich, unterrichtete an einer Hochschule und, konnte da also ein bisschen länger morgens schlafen, bis das so losging immer. Hatte meinen Wecker dann auf 8 Uhr gestellt und sodass ich morgens also in aller Ruhe, ja, frühstücken konnte und dann langsam, zu dem Institut zu fahren. Und, an diesem Morgen wurde ich um 6 Uhr wach und war total innerlich aufgeregt. Ähm, Ich konnte also nichts machen. Ich war wirklich, als wenn mir ein Schrecken passiert wäre. Ich war völlig aufgeregt, mein Herz schlug, mein Puls schlug. Ich war durcheinander, und konnte auch nicht sagen, warum eigentlich? Was ist los? Körperlich ging es mir eigentlich ganz gut, aber eine völlige innere, Zerrissenheit in mir. Ähm, und gleichzeitig kam eine Stimme, die mir sagte: „Nimm jetzt diese Tablette dort.“ Jetzt muss ich sagen, ich hatte mal, das waren Jahre vorher, irgendwann eine Operation am Knie, Meniskus 'n bisschen reparieren, nicht weiter schlimm. Und da hatte mir ein Arzt in einem Vorgespräch vor der OP gesagt: „Ich gebe Ihnen mal eine starke Beruhigungstablette. Die nehmen Sie mal bitte vorher und, dann ist Ihnen das auch egal und dann machen wir die OP und alles ist gut.“ So, jetzt habe ich mir danach aber gedacht, meine Güte, Knie-OP ist nicht so weiter wild. Tablette nimmst du nicht. Habe die habe die einfach mit nach Hause genommen und dann weggelegt. Muss ich sagen, ich habe in meinem Büro so 'n Fach, da kommt so alles rein, wo ich nicht weiß, wo soll ich's hinsortieren. Und da hatte ich die irgendwie achtlos reingeworfen. Und hätte mich danach jemand gefragt: „Wo ist die, diese Tablette?“ Hätte ich wahrscheinlich lange suchen müssen. An diesem Morgen aber, wie gesagt, es kam dieser Durchsatz bei mir: „Nimm diese Tablette jetzt, die brauchst du.“ Ähm, bin ich dann in so 'nem halbwachen Zustand zu diesem Schrank, habe dort reingegriffen, hatte auf Anhieb diese Tablette in der Hand, habe sie genommen, bin wieder ins Bett gegangen, bin noch 'n bisschen hingelegt und, dann habe ich gedacht: „Was machst du da eigentlich?“ Jetzt, habe so 'n bisschen an meinem Verstand gezweifelt. „Was tust du da eigentlich? Warum nimmst du so jetzt so 'ne Tablette wegen nichts? Alles in Ordnung eigentlich.“ Ja, und dann, ich bin dann, normal irgendwann aufgestanden, normal, zum Institut da gefahren, habe unterrichtet und, während der Vorlesung merkte ich, mein Handy so oben in der Jacke vibrierte. Ich hatte den Ton weggestellt, aber ich hörte, irgendwer versucht, mich anzurufen und habe dann bis zur Pause gewartet und, dann gesehen, auch mein Schwager hat angerufen. Eigentlich war das schon ungewöhnlich, so morgens um 9, rief er eigentlich sonst nie an. Gut, und ich habe zurückgerufen und hörte, dass meine Schwester gestorben war. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als ich wach wurde und diese innere Unruhe völlig in mir spürte. Und, das war für mich eigentlich 'n Zeichen, wo ich sagte: „Moment, wie kannst du das genau, diese Zeit auf diese Entfernung, etwa 80 Kilometer, wie kannst du das jetzt, wissen?“ Natürlich kann alles 'n Zufall sein, alles möglich, aber das war doch für mich schon jetzt so als dritte Sache dermaßen eindeutig, dass ich sagen kann, ähm, also ich sage mal so, meine rein mathematisch-naturwissenschaftliche Sicht auf die Welt, wie wir sie bisher noch haben, ist dadurch erschüttert worden. Ich bin also heute eher so, dass ich auch zwar die Naturwissenschaft hoch ansetze, aber ich glaube, wir haben noch lange nicht die Grenzen erreicht. Dahinter ist etwas, was wir vielleicht noch mit diesen Methoden auch untersuchen können. Aber gesehen haben Sie Ihre Schwester nicht. Das war einfach diese Übereinstimmung mit ihrem Todeszeitpunkt. Ja, genau. Bilder kann ich mir nicht erinnern. Ich weiß nur diese unheimliche Aufregung und dann diese Zeitübereinstimmung. Was für Auswirkungen hatten diese Erlebnisse auf Ihr Weltbild? Mein Weltbild hat sich einmal umgekehrt. Ähm, ich bin jetzt jemand, der diese Themen eigentlich mit Interesse verfolgt.
Beweis, na gut, gibt es noch nicht, da ist unsere Wissenschaft noch nicht so weit, aber ich glaube, wir haben dort einen Einblick in eine andere Welt, in der wir uns dann irgendwann vielleicht wiederfinden werden alle. Und ich finde es einfach wichtig, solche Dinge zu erforschen, da dran zu bleiben und zu sehen, was passiert dort eigentlich. Und das Wichtigste, was in mir eigentlich dann ja stattgefunden hat, ist, dass jede Angst vom Tod völlig erledigt ist. Also ich bin eher so, dass ich jetzt da an einem Zustand bin, wenn ich daran denke, sage, oh, das wird ein interessantes Experiment. Wird es dann dunkel oder ist man woanders? Also, aber ich sage mal, wie es dann noch ausgehen wird, was soll's, aber die Angst ist völlig weg, sondern eher ein Interesse dafür. Ja, wenn es mal passiert, ich kriege eine Erkenntnis. Interessant. Und was mir seitdem auch auffällt, ist, in was für einer, ja, ich sag mal, Todesangstwelt wir leben. Äh, Man braucht ja nur irgendwo durch die Landschaft gehen. Was sieht man alles für Warnschilder? Hier kann man in Wasser fallen und hier kann man vom Felsen fallen und hier kann ein Ast auf den Baum fallen. Wir leben ja richtig in einer Gesellschaft, die dauernd Angst hat und immer nur vorbeugt. Und ich glaube, das tut den Menschen nicht gut. Das macht, glaube ich, krank auf Dauer, dass man, wenn man da drin steckt. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele ja, psychische Leiden der Menschen auch damit zusammenhängen, dass dieser, ich nenne es mal spirituelle Hintergrund, dass der verschwunden ist. Es gab früher über Kirchen und Ähnliches gab's ja versuchte Erklärungen, die zwar nicht über Nahtod redeten, aber die doch sagten, ja, du kommst irgendwo hin, wo es dann wahrscheinlich sehr schön ist. Das ist völlig verloren gegangen. Ich muss sagen, ich war nie christlich orientiert, überhaupt nicht. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie Werbung machen will. Aber scheinbar ist etwas verloren gegangen in den Menschen, was auch eine innere Ruhe, ja, mehr Mut, mit solchen Situationen umzugehen, dann irgendwann geraubt hat. Und ich finde es wichtig, dass wir uns wieder vielleicht besinnen darauf, dass wir sehen können, Mensch, es gibt was anderes. Angst ist hier nicht erforderlich. Ja, Wächter, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.